Ja, da vorne kommen wir zu der chinesischen Mauer von Kroatien. Ja, leider nicht ganz so lang wie die chinesische Mauer, aber gleich recht eindrücklich. Lang der grossen Mauer von Stone. Das ist zwar nur 4 Kilometer lang, aber sehr eindrücklich. Bis hier den Berg verbauen haben mit der Mauer. Im Hintergrund sieht man sich ein bisschen. Aber dann. Wir sind jetzt in Dubrovnik. Wir überqueren die wunderbare Brücke, die wir jetzt hier vor uns sehen. Und hoffen, dass wir das Problem von meinem Reifen lösen können. Wir sind in Dubrovnik. Wir haben es geschafft und sind jetzt in der Altstadt angekommen. Unten dran an der Hauptplatz, an der Hauptstraße, hat es schon Touristen. Aber sonst jetzt hier in der Gasse weiter oben dran sehr, sehr ruhig. Fast ausgestorben, so Nachmittagszeit oder Siesta-Zeit. Ja, ganz ein anderes Bild von Dubrovnik, als man wahrscheinlich vor einem Jahr hätte. Ich kann immer in die Stadt wählen, aber dann den Plan für die letzten 10 Jahre verworfen, wegen dem ganzen Overtourismus und der Kreuzfahrtschiff und gefunden, Dubrovnik oder Venedig sind jetzt Orte, wo ich nie hin muss. Aber jetzt da zu sein und die Schönheit zu sehen, die die Touristen eben doch anziehen, das ist schon sehr, sehr eindrücklich. So die letzten 1,5 Tage waren ein bisschen frustrierend, leider. Und da unser geneigter Reifen ist wieder mal aufgegangen und wir mussten dann nochmal nähen. Gleichzeitig ist die Sonne untergegangen und wir mussten einen Schlafplatz suchen, um das Zelt aufzustellen. Und es hat keinen gescheiten Schlafplatz gehabt. Weit und breit nichts gefunden. Es ist allgemein recht schwierig in Kroatien zum Bild zu zelten. Wir haben uns das auf der Karte viel einfacher vorgestellt. Ja, es hat wirklich keine Wege, die so neben rausführen. Sondern wenn es ein Weg hat, dann ist es meistens zu einem Haus. Genau, oder zu einem Olivenhain, der zu jemandem gehört. Und sobald man einen Fuß drauf setzt, fährt irgendwo ein Hund anbellen. Dann die ganzen Buchten, die schön und einsam wären, die sind hunderte Meter unterhalb der Hauptstrasse, oder? Ja, auf einem Weg, wo du definitiv nicht mit dem Velo runterkommst und vor allem nicht mit so viel Gepäck. Und nie mehr rauf willst. Das Ziel wäre, morgen sicher nach Montenegro zu gehen. Und dann nächste Woche, heute ist Mittwoch, ja. Nächste Woche in Albanien zu sein. Aber jetzt geniessen wir zuerst noch ein bisschen die Straße von Dubrovnik ohne Touristen.
geht's los, he? Richtung Montenegro. Vorbei Kroatien. Nach 25 Tagen Kroatien kommt jetzt ein neues Land für uns. Wir sind auf der Halbinsel Prevlaka. Es ist unser letzter Abend in Kroatien. Und morgen gehen wir weiter nach Montenegro. Und Montenegro sehen wir schon vis-à-vis. Dort hinten bei den Bergen. Und dort hinten ist morgen unser Grenzübergang. Das ist ganz ein kleiner, der erst gerade renoviert worden ist in dem Sinn oder modernisiert worden ist. Und wo jetzt seit 1,5 Jahren eigentlich offen ist, beziehungsweise jetzt lange wegen Corona auch zu war. Ja, und wie es sich gehört, für den letzten Abend in Kroatien haben wir einen wunderschönen Platz gefunden, direkt am Meer. Es ist ein bisschen steinig zum Runtergehen. Aber es ist möglich und da unten können wir noch mal das letzte Mal ins schöne türkisblaue Meer hüpfen. Ich habe jetzt ein bisschen Gemüse geschnetzelt und der Dario ist jetzt gerade noch das Finische machen hier beim Kochen. Und zwar gibt es heute Abend ein Wokgericht. Ja, viel Gemüse. Mit Gemüse und nachher noch mit Shiitake und Nudeln. Nudeln und frischen Shiitake-Pilze, die wir in einem Bioladen gefunden haben. Und ja, wir freuen uns sehr drauf. Was meinst du, Dario? Ja, endlich wieder mal Shiitake. Ja, ist lange her. Das ist schon lange her. Ja. Ja. Das war ein bisschen auf Entzug. Ja. Genau. Und ja, so verbringen wir jetzt unseren letzten Abend hier in Kroatien. Genau. Ja, heute geht es weiter auf Montenegro und als Abschied von Kroatien haben wir noch ein bisschen Besuch bekommen bei unserem Zelt. Sie sind noch ein bisschen zögerlich, weil wir hier im Weg sind von ihrem geliebten Gras. Und lustigerweise sind wir sind sie sogar angekündigt worden gestern Abend von einem, der mit dem Auto 3-mal vorbeigekommen ist, ein Anwohner. Und der hat uns beim 3. Mal dann ein paar Bier mitgebracht und dann uns gesagt, dass wir heute Morgen noch Ziegen vorbeischauen. Ja. Da sind wir gerne am Morgen da, gesagt. Ja, und da haben wir sie eigentlich erwartet und uns jetzt gefreut, dass sie kommen. Und hoffentlich mehr Freude am Gras haben als an unseren Sachen. Hoi! Wir sind kurz vor der Grenze zu Montenegro. Ja, wir haben das Land wirklich von Nord nach Süd erfahren. Gut, ab und zu haben wir ein bisschen beschissen und die Fähre genommen. Von Kroatien nehme ich emotional die Farbe mit, die man sieht. Also wenn ich die Augen schliesse und an Kroatien denke, dann sehe ich türkisfarbe bis Meer. Pinien, also wirklich das grün-blaue. Dann der Duft der Pinien natürlich. Und das Hintergrundgeräusch Grillen, Zikaden, die man dauernd hört. Das ist sicher das, was als erstes in den Sinn kommt. Als zweites die unglaublich schönen Landschaften. Es ist immer auf und ab gegangen, es war sehr streng. Es war fast nie flach. Dafür hat man wunderschöne Panoramablick auf die Küste, auf die steilen Felsküsten. Dann natürlich die Strände. Einerseits wirklich traumhaft zum Baden, andererseits schmerzhaft, weil es viel grobe Steine hat. Also es war immer so ein bisschen mit Schmerz verbunden, das Badeerlebnis. Wir haben Kroatien erlebt mit sehr wenig anderen Touristen und das jetzt im August. Das war sicher sehr speziell. Sehr traurig für die Leute, die von dem Tourismus abhängig sind, von der Saison, die jetzt frühzeitig fertig ist. Schön für uns natürlich und ein bisschen wehmütig machend, weil wir wissen, wir werden Kroatien nie mehr so erleben im Sommer. Und auch Dubrovnik mit so leeren Strassen. Es ist eine mega tolle Feriendestination, definitiv.
Genau, also bei Reisen Kroatien unterstützen den lokalen Tourismus, die kleinen Guesthouses. Genau. Und all die Omas, die ihre Trauben verkaufen und Auberginen. Ja. Ja, und jetzt geht's los, wir sind bereit. Und, ja, jetzt geht es das erste Mal drauf. Genau, ab nach Montenegro. Genau, die Bucht von Kotor, die da hinten ist. Ja, wir sind in Montenegro. Das mit der Grenze hat super geklappt. Wir haben ein gemütliches Gespräch gehabt mit dem Grenzwächter in Montenegro. Er hat gefragt, was durchgeht hier und so. Und wir haben noch gefragt, ob die Grenzen zu Albanien offen sind. Ja, das ist kein Problem. Dass auch keine welche Grenzposten das offen sind. Von dem her, ja, es sieht alles gut aus. Ja, hier einen vis-à-vis werden wir heute Abend übernachten. Das ist ein Geschenk von Lukas von Sense of Travel. Mega herzlichen Dank nochmal für das tolle Geschenk. Ja, und wir angekündigt, dass es dann wird per Rast. Ja, es sieht mega hübsch aus. Ja, mindestens Kajak mieten, oder? Wir haben schon lange das Kajak mieten, aber bis jetzt noch nie gemacht. Aber wir haben noch einen Umweg vor uns. Ja, wir müssen noch zuerst dort hinten durch, überall hinten durch. Bis wir da sind. Wir sind hier in Perast, an der Kotorbucht in Montenegro. Es ist unser erster voller Tag in Montenegro. Und wir haben heute ein bisschen am Post gearbeitet und recht warm bekommen. Es ist wirklich heiß, es ist sicher 40 Grad. Dann haben wir gefunden, wir gehen ein bisschen baden. Und das Lustige an dem Ort ist, dass man eigentlich überall baden kann, auf so Steintreppen oder Steinplattformen. Von da aus dann mit dem Treppeli ins Wasser kann. Und dabei sind wir eigentlich wirklich mitten im Dorf rein. Und wir sind sicher, weil da vorne ist gerade die Feuerwehr, also viel kann nicht passieren. Der Schatten ist ein bisschen mangelbar, wir haben hier ganz ein bisschen Schatten unter dem Bötchen gefunden. So viel Schatten. Perast ist wirklich sehr hübsch, es ist nicht so überlaufen wie wahrscheinlich Kotor. Und trotzdem architektonisch noch mit schönen alten Steinhäusern und nicht so verbaut wie andere Orte in Montenegro an der Küste sind zum Beispiel. Ja, und sehr viele Geschichten dahinter. Es hat 16 verschiedene Kirchen. Wir haben jetzt noch nicht alle gesehen, aber es hat wirklich gefühlt so viele Kirchen wie andere Häuser.
sind an der Küste entlang unterwegs. Endlich mal an einem schönen Ort. Gestern war es sehr überbaut, überhaupt nichts Schönes. Wir sind hier auf der Hauptstrasse zwischen Paar und der albanischen Grenze. Paar in Montenegro. Ja, sehr hauptstrassig, die Hauptstrasse. Hat nicht viel Verkehr. Es ist hier einiges über dem Meer. Es ist schön hier zu fahren. Ja, hat sie gerade gefunden. Das sind nicht ganz die richtigen Pneu für mich. Ja, wir sind hier auf den letzten paar Kilometer in Montenegro. Bald sind wir in Albanien. Heute Abend werden wir in Skoder sein. Und ja, wir sind zwar nur 4 Tage in Montenegro gewesen, aber es hat sehr Spaß gemacht, das Land zu bereisen. Perast war ein absolutes Highlight. 2 Nächte können in einem wunderschönen Palazzo wohnen. Und Kotor war auch sehr eindrücklich, weil wir nur ganz kurz durch das Städtchen durchgelaufen sind. Und ich denke, es hat noch vieles zu bieten, das Land, das wir neu gesehen haben auf dieser Reise. Die einfach überhaupt nicht auf unserem Weg liegt, wie die Haarschlucht im Norden oben. Ja, sicher wieder einmal eine Reise wert. Was uns weniger gefallen hat, ist der Strand und die schickimicki überbauten Strandorte. Die sind wirklich weniger schön gewesen. Also die Region muss man nicht zwingend wieder zurück. Auch wenn eigentlich die Strände schön wären, sandig und lang und schön, aber so vollgestellt mit Sonnenschirm und Fliegen und irgendwelche Bars und weiss nicht was alles für Geschmäus. Nicht ganz unsere Welt. Es geht noch mal ein bisschen rauf und dann geht es hauptsächlich wieder runter. Und ist dann flach bis aufs Kodir. Wir freuen uns auf den Mittag. Ja, wir sind immer noch in Montenegro, aber es hat sich eigentlich schon recht stark verändert. Was wir gemerkt haben, die Leute sind hauptsächlich zur Mehrheit, so wie es aussieht, muslimisch. Es hat Kapellen, also es steht auf dem Friedhof. Es ist eigentlich nicht mehr Mitkreuz, sondern alles mit Halbmond. Und es hat auch schon jenste Moscheen gehabt. Kapellen dafür fast keine mehr. Also man kann mich schon länger nicht mehr erinnern, dass ich Kapellen gesehen habe. Aber ja, es geht immer noch etwa 15 Kilometer bis wir in Albanien sind, aber wir spüren schon, glaube ich, den albanischen Einfluss, weil auch alle Ortschaften sind zweisprachig angeschrieben. Das Gefühl, das andere ist albanisch. Wir sind in Albanien, unserem 6. Land. Yeah! Ja.